Auf vielfältigen Wunsch zeige ich mal im Detail ein bisschen meine vertikale Plattensäge. Ist selbst gebaut und ich zeige mal die wichtigsten Elemente von dieser Plattensäge, wie diese zu machen sind. Dazu nehme ich jetzt die Kamera und führe sie dann ein bisschen um die Plattensäge herum. Das Herzstück der vertikalen Plattensäge ist eine mobile Kreissäge, wie man sie hier im Bild haben. Das ist eine ganz normale Kreissäge aus dem Markthandel und die ist aufgebaut auf einen Holzschlitten. Das ist nichts anderes als ein einfaches Brett hier. Und dieser Holzschlitten, der schiebt sich auf und runter in zwei Schienen, links und rechts. Jetzt wurde ich immer wieder gefragt, wie dann diese Schienen gemacht worden sind. Das möchte ich jetzt gerade mal aufgrund des Profils zeigen. Also wenn ich jetzt ein bisschen höher gehe da, auf das Profil der Schiene, dann kann man erkennen, dass grundsätzlich hier ein L-Profil ist aus Aluminium, relativ dick, etwa 3 bis 4 mm dick, und dann ein U-Profil, gerade bündig angeschraubt am L-Profil. Die Schraube sehen wir hier. Das wäre dann eigentlich auch schon alles. Also auf beiden Seiten natürlich dasselbe System. Auch hier das L-Profil, das gibt die Stabilität, und das U-Profil angeschraubt, das ist notwendig für den Schlitten, damit dieser Schlitten so präzise wie möglich von unten nach oben oder von oben nach unten geschoben werden kann. Wie gesagt, diese Profile sind erhältlich im Handel, keine extra Ausführungen. Dann oben sehen wir noch die Umlenkrolle für das Gegengewicht. Das Gegengewicht hält ja den Schlitten und die Maschine im Lot, sodass die Maschine nicht runtersaust oder nach oben saust. Die ist also praktisch überall, kann ich die stehen lassen, ist die genau im Gleichgewicht mit dem Gegengewicht. Dann speziell noch zu erwähnen ist, hier die Maschine ist permanent eingeschaltet. Den Schaltknopf habe ich einfach mit einem Kabelbinder permanent auf On gestellt und die Maschine wird nicht mehr über diesen Schaltknopf eingeschaltet, sondern dann über diesen angebrachten Schalter hier. Also hier wird die Maschine angestellt und dann läuft die Maschine, ohne dass ich permanent auf den Handschalter drücken muss. Dann wichtig ist auch, dass das Kabel so montiert ist, dass das unter keinen Umständen ins Schneideblatt kommen kann. Das wäre es dann eigentlich schon von dieser Seite her. Jetzt den Mechanismus möchte ich noch zeigen mit dem Gegengewicht, sodass diese erste Umlenkrolle hier haben wir schon gesehen. Das zieht also das Gewicht des Schlittens und der Kreissäge geht dann hier runter, wieder auf eine zweite Umlenkrolle. Diese geht hier auf eine dritte und vierte. Und dann ist hier quasi ein Flaschenzug montiert im Verhältnis 1:2. Das heißt, das Gegengewicht muss doppelt so schwer sein wie der Schlitten, braucht aber nur die halbe Bewegung als Gegengewicht. Hier sieht man den Schacht mit dem Gewicht drinnen. Jetzt, wenn ich da den Schlitten mal runterstoße, dann sieht man, wie das Gegengewicht raufkommt. So, das ist jetzt das Gegengewicht. Das ist nicht anderes wie bei einer Seilbahn, quasi über eine Umlenkrolle. Das Gegengewicht hier muss auch zweimal so schwer sein wie der Schlitten und die Maschine. Dafür ist nur ein halber Weg erforderlich. Jetzt, wenn ich den Schlitten wieder nach hoch ziehe, dann verschwindet das Gegengewicht wieder im Schacht. So. Jetzt, was ich auch noch zeigen möchte, vorne
haben wir ja die vertikale Plattensäge. Man sieht jetzt hier, dass die Säge nicht genau in der Mitte ist. Das ist absichtlich so gemacht. Dann kann man auf der linken Seite die längeren Stücke einmessen und dann zerschneiden als auf der rechten Seite. Auf der linken Seite habe ich eine Meterskala eingebaut. Man sieht hier, ich kann also Stücke bis zu 90 cm abmessen und zuschneiden. Selbstverständlich ist das so gesetzt, dass genau auf dem Nullpunkt hier das Werkstück geschnitten wird. Ich habe natürlich links und rechts etwas getrennt vom Meterstab, damit die Kreissäge nicht das Metall touchiert. So, und wie gesagt, es ist ja eine Kombination zwischen vertikaler Plattensäge und einem Materiallager. Auf der anderen Seite ist das Materiallager eingebracht. Hier lagern die großen Bretter, das gibt auch genügend Gewicht, sodass die ganze vertikale Plattensäge stabil auf dem Boden steht. So, jetzt zeige ich mal die Maschine in Aktion, und zwar machen wir jetzt den Test, ob diese Maschine auch wirklich im rechten Winkel schneidet. Dazu werde ich diese Platte auf zwei Seiten schneiden und dann werden wir beide Seiten messen und schauen, ob das ganz genau im rechten Winkel geschnitten wird. Die Maschine ist hier mit einem Kabel. Das stecke ich jetzt gerade rein. So, dann legen wir hier das Brett in die Maschine. Ist so gemacht, dass ich hier also gut Platten von einer Höhe von 1,20 Meter schneiden kann. Jetzt machen wir den folgenden Versuch, und zwar diese Platte werden wir jetzt hier, ganz wenig werden wir hier abschneiden, werden sie dann so drehen, auf der anderen Seite schneiden. Wenn es ein Trapez gibt, dann heißt das, dass der rechte Winkel nicht gegeben ist, und wenn beide Seiten unten und oben gleich lang sind, dann ist der rechte Winkel gegeben. So, ein bisschen hart. Und jetzt, wie gesagt, jetzt machen wir den Schnitt so, dass wir die Platte so kehren. So. Und schneiden jetzt wieder einen Streifen weg. Nehmen wir diese Platte und messen mal die beiden Enden aus. So, jetzt kommt die Messung auf beiden Seiten. Ich komme hier auf 76,5 oben. Jetzt messe ich das Ganze unten. Und ebenfalls habe ich hier genau 76,5. Das heißt, unten und oben ist die Platte genau gleich breit. Das heißt, dass die Maschine genau in einem rechten Winkel geschnitten hat, sonst wäre ja es jetzt trapezförmig. Das heißt, es wäre auf einer Seite breiter und auf der anderen Seite schmäler, wenn der Winkel nicht im rechten Winkel gewesen wäre. So, das wäre es also zu meiner vertikalen Plattensäge. Pläne dazu gibt es ja auch bei holzwerken.net. Diese Maschine wurde im November in einer Spezialedition vorgestellt, in dieser Fachzeitschrift. Kann man genau die Pläne, das Material anschauen, das gebraucht wird, um die Maschine nachzubauen. Sonst habe ich da nicht mehr viel beizufügen. Funktioniert tipptopp.
Präzise 90 Grad Schnitte hat natürlich diese Einschränkung, dass der Winkel nicht verstellt werden kann, aber sind wir mal ehrlich, in 98% der Fälle muss man sowieso im 90 Grad Winkel schneiden. Es kommt ja selten vor, dass wir in einem anderen Winkel etwas zuschneiden müssen. Das wär's. Vielen Dank fürs Zuschauen.